Hallo liebe TV-Freunde, ich möchte euch nicht unnötig auf die Folter spannen, das Video ist ja auch relativ lang, aber lasst mich am Anfang noch kurz sagen, dass wir 2020 bereits einige Videos gemacht haben mit Grundlagen über QLED-TVs und Frame. Außerdem haben wir gerade 3 Unboxing-Videos zu 8K-Serie, zu der normalen QLED-Range und zu The Frame gemacht. Deswegen wollen wir hier nicht nochmal alles wiederholen, schaut da gerne rein. Wir haben die entsprechenden Links zu den Videos in der Videobeschreibung auch hinterlegt. Und am Ende dieses Videos wiederhole ich auch nochmal die kleinen Kaufanreize, die Angebote, die ich in den Unboxing-Videos gemacht habe. Falls ihr daran Interesse habt, schaut da bitte auch am Ende nochmal vorbei. Jetzt viel Spaß mit unserem Video und bis bald. Hallo und herzlich willkommen zur 2021er Produktvorstellung der Samsung Range. Ich freue mich ganz besonders, dass wieder Ali Sußmann bei uns ist, Samsung Produkttrainer. Ja, moin Frank, vielen Dank nochmal. Ich freue mich ja wirklich jedes Jahr, wenn ich hier bin. Finde ich den Laden super toll, das weißt du ja. Mit dir unterhalte ich mich gerne über Technik, mit dem Kameramann über Motorräder. Und natürlich die Produkte, die wir dann hier zusammen haben, das ist für mich immer wieder eine Freude. Danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Vor knapp einem Jahr haben wir unser erstes gemeinsames Video hier gedreht. Das war sehr erfolgreich. Vielen Dank an alle, die sich das angesehen haben, die auch im Nachgang Kontakt mit uns aufgenommen haben und teilweise auch Geräte bestellt haben. Das hat uns sehr geholfen in der etwas schwierigen Zeit, die es im letzten Jahr zu bewältigen gab. In diesem Sinne wollen wir versuchen anzuknüpfen. Samsung hat spannende Neuheiten gebracht. Wir wollten eigentlich schon ein bisschen früher damit starten, aber die Lieferschwierigkeiten lassen uns aktuell nicht los. Es gab auch letztes Jahr leichte Lieferprobleme. Der eine oder andere hat sein Gerät erst später bekommen. Ich bitte euch da etwas geduldig mit uns zu sein. Es ist leider aktuell so, dass Ware hier oder da Mangelware ist, aber früher oder später bekommen wir sie. Auf jeden Fall. Zum Ablauf. Wir wollen, damit ihr nicht das ganze Video durchschauen müsst, einmal sagen, welche Produkte wir der Reihenfolge nach zeigen wollen. Und zwar starten wir mit dem neuen Frame 2021. Danach sprechen wir über die Q70-Serie, dann haben wir hier noch Q90, Q95-Serie und fürs Finale heben wir uns den QN900, das Spitzenmodell 8K auf. Genau. Ja, auch von mir aus vielen Dank. Ich habe da auch die Kommentare gelesen, versucht auch so viel wie möglich zu beantworten. Danke für die Fragen, die auch da in den Foren bzw. in YouTube gestellt worden sind. Natürlich auch wie letztes Jahr bin ich in diesem Jahr auch für euch da. Wenn da was ist, einfach dann fragen, dann beantworte ich natürlich auch sehr, sehr gerne eure Fragen. Ja. Starten wir mit dem Frame, würde ich sagen. Ja. Also mir ist aufgefallen natürlich, hatten wir auch schon ein Unboxing darüber gemacht, deswegen gehen wir jetzt nicht auf die allerletzten produktspezifischen Details ein, aber die neue Fernbedienung, die ist natürlich sehr, sehr auffällig und auch, dass das Gerät erheblich dünner geworden ist gegenüber dem Vorjahr. Was ist sonst Besonderes an dem 2021er Modell? Was könnte einen überzeugen, was einen letztes Jahr vielleicht noch nicht überzeugt hat? Wenn du mich fragst, als jemand, der für Samsung unterwegs ist, natürlich sehr vieles. Wenn wirklich jetzt, wenn jemand nur auf die harte Fakten dann eingehen möchte, sich da informieren möchte, dem empfehle ich dein anderes Video. Da bist du mehr auf die technische Fakten dann oder Hardfacts bist du eingegangen. Wir gehen zusammen so ein bisschen drauf ein. Was hat sich denn geändert? Für wen ist der Frame noch mehr ein Fernseher? Optisch gesehen, klar, 50% schmaler, haben wir auch gesehen, dass mit diesem Rahmen sieht wunderschön aus, das heißt, fügt sich noch besser in deine Wohnumgebung.
technisch gesehen natürlich auch jede Menge Änderungen, dass wir gesagt haben, der Frame, für wen ist eigentlich der Frame gedacht? Das ist für den Kunstliebhaber gedacht, für denjenigen, der sagt, ich möchte einfach ein tolles Gerät haben, dass es auch beim ausgeschalteten Zustand gut aussieht, aber auch gut, ich filme, spiele oder Fußball drauf schauen kann. Was jetzt heute, du hast eben gefragt, wen spreche ich jetzt noch mehr drauf ein? Was ist mit den Leuten, die da draußen als Kunstliebhaber da sind und sagen, aber ab und zu mal zocke ich auch mal ein bisschen drauf. Dafür ist natürlich ein Improvement, eine Verbesserung, ein zusätzlicher Mehrwert dazu. Das heißt, wir haben mit FPS 120 jetzt auch nochmal hier, ja, die Gamer-Community können wir da mehr einbinden. Das heißt, die Leute können auch natürlich damit jetzt mehr anfangen als letztes Jahr. Ja, die HDMI 4 Schnittstelle bietet ja so ein kleines Gamepad als Symbol. Da sind 120 FPS möglich. Jetzt ist es kein Hardcore-Gaming-Monitor, aber ist natürlich toll, dass er so breitbandig einsetzbar ist. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und an der Stelle möchte ich gleich schon mal auf eine Sache eingehen, die im vergangenen Jahr doch für einige Missverständnisse gesorgt hat. Und zwar ist das Thema 120 FPS und 100 Hertz. Da ist das eigentlich das ideale Beispiel. Der Fernseher hat kein natives 100 Hertz Panel, kann aber trotzdem 120 FPS. Wie kann das sein? Genau, also viele verwechseln genauso, wie du gesagt hast, 100 Hertz mit 120 FPS. 100 Hertz ist, wenn man das dann rein physikalisch nimmt, ist die reine Bildwiederholungsrate des Panels. Nun, das ist das, was das Panel an sich dann ausgeben kann. Bei 120 FPS ist ja diese Wiederholungsrate der Bilder der angeschlossenen Geräte. Wie zum Beispiel, wir haben das Beispiel gesagt, für Kunstliebhaber, aber der Kunstliebhaber, der sagt, ja, manchmal will ich aber auch ein bisschen schon mitspielen und da will ich aber auch mit auf so einem tollen Gerät auch das Bild oder die Bilder mir anschauen. Da kann ich auch mit einem Zuspielergerät, wie als Beispiel ein Xbox oder Playstation, da kann ich auch dann halt genau auf diese 120 FPS kommen, weil das Gebergerät, in dem Fall die Spielkonsole, das hergibt. Das unterstützt das Panel, aber nicht dieses native, wie du gesagt hast, 120 Hertz Panel als das, was man sonst immer kennt. Wunderbar. Also man muss seinen Anwendungszweck unterscheiden und der Frame ist in erster Linie ein Lifestyle-TV, der aber inzwischen eigentlich kaum noch Wünsche offen lässt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Samsung als der Hersteller mit einer riesigen Produktvielfalt, mit absoluten Massenprodukten trotzdem auch auf ganz individuelle Bedürfnisse eingeht. Auch kleinere Serien wie zum Beispiel die Lifestyle-Produkte The Zero, Serif oder auch, wer jetzt im letzten Jahr neu dazugekommen ist, nach unserem letzten Video war The Terrasse, also ein Outdoor-TV, der am Ende nicht nur wetterfest ist, sondern auch die modernsten Samsung-Menüpunkte drin hat und natürlich auch der Ultra-Kurzdistanz-Beamer Premiere. Das finde ich ganz toll bei Samsung, dass wirklich für jeden was dabei ist, nicht nur für den Normalo, sondern auch für den Freak. Eine Sache möchte ich noch aufgreifen, zu guter Letzt jetzt an dem Samsung The Frame, das ist das Thema Ambient Mode und Art Mode. Ambient Mode hat jeder Samsung QLED-Fernseher. Ja. Das heißt, man kann den Fernseher so betreiben, dass er nicht wie ein schwarzes Loch irgendwo an der Wand hängt. Die Idee dahinter ist beim Ambient Mode, ich mache den Fernseher an, stelle ihn auf Ambient Mode und habe da eine entsprechende Animation und kann auch, wie viele Bilder? 6? Du kannst 6 in so ein Fotoboard oder Fotostoryboard dann da drauf ein Storyboard drauf machen mit eigenen Bildern. Also die ältere Samsung The Frame Serie hatte den Ambient Mode nicht, sondern nur den eigenen Art Mode, mit dem das Gerät bekannt wurde. Und das gucken wir uns mal eben an. Ich mache hier mal das Menü auf. Das hier ist der sogenannte Art Mode. Hier steht Kunst. Das ist das, was nur Samsung The Frame kann. Und das hier ist der Ambient Mode. Den Ambient Mode können auch andere QLED-Geräte. Der Unterschied ist, dass der Samsung The Frame, wenn er ausgeschaltet wird, automatisch
das Kunstwerk anzeigt und dass das Gerät über eine Sensorik verfügt, die praktisch erkennt, wie sind die Helligkeitsverhältnisse im Raum, ist jemand gerade im Raum, während der Art-Mode manuell eingeschaltet werden muss. Und dann gibt es ja noch den Kunst-Shop oder Store. Genau, ein Art Store ist die Möglichkeit, dass der Kunde, der Kunstliebhaber wiederum, dem sagt, okay, da sind jede Menge hochwertige Kunstwerke drauf. Dass der Kunstliebhaber sagt, ich möchte aber noch von meinem Wohnzimmer aus, meinetwegen hier aus Deutschland, auch Zugriff haben auf ein Van Gogh Museum, auf die Kunstwerke, die da sind. Da geht er dann den Weg über den Art Store, das heißt, er hat die Möglichkeit, da sich einzuwählen, zu registrieren und dann hat er dann natürlich Zugriff auf mehr als 1400 Kunstwerke sind es, glaube ich, in diesem Jahr, dass er dann wirklich weltweit auf die berühmtesten oder sehr, sehr bekannten Künstler und Kunstwerke Zugriff hat. Und das ist etwas, was zum Beispiel Ambient Mode nicht bietet. Das ist New Frame exklusiv. Ne? Wobei das aber ein gebührenpflichtiger Dienst ist. Es sind 16 Kunstwerke, dieses Jahr auch wieder ausgewählt, die praktisch mit dem Kauf als Lizenz bezahlt sind und darüber hinaus die Kunstwerke müssen bezahlt werden. Man kann aber auch in dem Art-Mode ein eigenes Bild einfügen, was man dann in verschiedene Rahmenformen geben kann, die dann entsprechend, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, erscheinen. Ebenfalls neu bei dem 2021er ist Multiview. Das kennen wir schon von anderen Samsung-Fernsehern, ist jetzt aber erstmalig im Samsung The Frame enthalten. Ja. Magst du da auch noch mal was zu sagen? Natürlich. Also es passt genau zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das heißt, die Zielgruppe, die dann gesagt hat, ja, das ist mein Gerät, aber das hat mir gefehlt. Und das ist auch ein Punkt, gerade jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten durch die Pandemie hat man gesehen, dass man zu Hause viele andere Sachen macht, wie zum Beispiel auch viel Heimtraining oder aber auch plötzlich viele Leute machen mehr, spielen da auch mehr damit. Und so hat man die Möglichkeit hier darüber zum Beispiel, dass du dein mobiles Gerät als Beispiel damit anschließt und gleichzeitig dann halt zum Beispiel im Heimtraining kannst du dich selbst sehen, wenn du dann trainierst. So kannst du deine Bewegungsabläufe verbessern, optimieren, dass du da dich nicht falsch bewegst. Kann auch schnell was schiefgehen, wenn man dann halt Sport macht ohne professionellen Trainer und so weiter. Deshalb steht man auch meist vor dem Spiegel, wenn man trainiert, damit man sich dann besser sehen kann. Praktisch als Bild in Bild wird das eigene Bild zusätzlich zu dem Bild, was ich sehen möchte, eingeblendet. Es gibt noch etliche andere Sachen, die neu sind bei allen 2021er Modellen. Das wollen wir jetzt aber nicht alles am Frame festmachen. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal eine Location weiter und schauen uns mal die Q70er Serie an. Wir starten in die 2021er QLED-Reihe mit der Q70-Serie. Es gibt auch noch eine Q50 und Q60-Serie. Die blenden wir einmal als Chart ein. Ich denke, der Q70 sollte für uns der Einstieg sein, weil der wirklich die Tugenden hat, die ein Fernsehkäufer heute wichtig findet. Genau. Also witzigerweise ist ja immer noch so, dass viele Leute auf dieses 100 Hertz dann auch Acht legen. Das hast du richtig gesagt, da steige ich mit ein, mit 100 Hertz-Panels, die ich dann habe. Ich habe noch weitere Punkte, da merkt man auch, dass das Fernsehgerät an sich auch mehr so, alle Leute, weniger nur die Kunstliebhaber, sondern auch hier für die Gamer, Sachen wie zum Beispiel Motion Acceleration Turbo Plus. Das ist für flüssige Bilder, gerade mal, wenn ich damit irgendwelche Konsolen damit spiele, sei es Xbox oder aber auch PlayStation, dass ich dann damit dann halt sehr, sehr gut arbeiten kann. Grundsätzlich gilt immer wenn du in eine neuere Serie reinkommst oder jetzt von 60 auf 70 oder wie auch immer die Nummerierung ist, dass du auch nochmal mehr Prozessorleistung auch hast. Das darf man auch hier nicht vergessen, dass du dann halt bei dem Gerät natürlich mehr Leistung hast an deinem Prozessor. Ja, also hier ist es so, dass die Unterschiede zum Vorjahr auch wieder in der Gerätedicke begründet sind. Das ist auf jeden Fall ein ästhetischer Vorteil, das nützt mir fürs Schauen noch nicht wirklich viel.
Ich wollte nochmal sagen, der Unterschied preislich zwischen der 60er und der 70er Reihe ist nicht besonders groß. Und wenn man dafür ein 100 Hertz Panel bekommt, ein natives 100 Hertz Panel, den richtigen Quantum 4K Prozessor, nicht den Lite, dann sind das schon zwei recht schlagende Argumente. Wir haben es jetzt hier, das hatte ich auch bei unserem Unboxing-Video schon etwas näher erläutert, mit dem Q73 zu tun. Das ist also eine Variante der Q70er Serie, die es in verschiedenen Bildschirmgrößen gibt. Das blenden wir ein. Und der Q73er ist der, mit dem sich die Fachhändler der Euronics, zu denen wir auch gehören, beschäftigen. Ich habe hier extra nochmal die Fernbedienung in die Hand genommen, die als zusätzliche Fernbedienung zu der neuen Smart Remote beiliegt für die Leute, die weiterhin gerne Tasten haben wollen. Die ist also bei dem Q73 im Lieferumfang enthalten. Und es gibt noch ein, zwei weitere Unterschiede, die wir auch nochmal in dem Chart einblenden. Es gibt aber auch noch andere Sachen, da wollte ich dich gerade ein bisschen anteasern, die neu sind. Samsung hat gesehen, dass es viel Trend jetzt zu Videotelefonie gibt und hat da gleich drauf reagiert. Exakt, das ist es nun mal, das ist halt aus der Situation heraus und wie gesagt, letztes Jahr hat man gesehen, wie wichtig das ist, dass man Videotelefonie in Großformat oder auf Großformatgeräten sehen kann. Da hat man die Möglichkeit, dass man mit einer externen Kamera hier auch nochmal die Kamera hier anschließt mit einer bestimmten App. Also in Planung ist Google Duo, dass man dann einfach eine Videotelefonie über den Fernseher startet. Das heißt, nicht klassisch, wir kennen das alle mit dem Handy, vielleicht Videotelefonie und jetzt kann ich das wirklich bequem auf der Couch im Wohnzimmer sitzen und dann das Ganze dann starten. Ja. Finde ich eine coole Sache, ist an alle gedacht. Es ist keine Kamera eingebaut, das heißt, man fühlt sich nicht beobachtet oder ausspioniert. Wer es haben möchte, kann es anstöpseln. Es ist eine Funktion, die noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht funktioniert, die aber softwaremäßig freigeschaltet wird und, denke ich mal, einiges an Potenzial auf jeden Fall beinhaltet. Auf jeden Fall. Zusätzlich, du hast auch das Q73 angesprochen. Auch nochmal hier ist auch ein anderes Dimming-Verfahren bei dem im Vergleich zu Q70er. Ja. Ne? Das heißt, also es ist auch, ich sage immer nicht besser, schneller und mehr Herz und wie auch immer, aber für mich ist da auch das Dimming-Verfahren, was wir zum Q73 haben, im Vergleich zum Q70 auch schon mal wiederum einen Schritt weiter. Also Dimming-Verfahren bedeutet im Endeffekt für das Bilderlebnis, dass man etwas besseren Kontrast hat und farblich. Farben, Kontrast, die Steuerung des Lichtes kann man insgesamt nennen, dass man da einfach, je besser dieses Verfahren, diese Dimming-Geschichten sind, umso schöner ist das Resultat, das Ergebnis. Letzten Endes für Zuschauer heißt das Bild, die Bildqualität. Wobei wir es bei diesem Gerät ja noch mit einem sogenannten Edge-LED-Fernseher zu tun haben. Das heißt, die Beleuchtung kommt im Endeffekt aus dem Rahmen. Und bei der nächsten Serie, die wir uns angucken wollen, bei der 90er-Serie, ist es so, dass wir eine vollflächige Hintergrund-LED-Beleuchtung haben. Und da gibt es einige Neuheiten zu bestaunen. Da gehen wir jetzt nochmal im Einzelnen drauf ein. Ja, Ali, hier sind wir nicht nur bildschirmgrößentechnisch eine Nummer höher gegangen, einige Nummern höher, sondern auch von der Bildqualitätsausstattung gleich zum Spitzmodell gewechselt. Wir stehen jetzt hier vor dem GQ 85 für 85 Zoll QN90A. Genau, das um es genau zu sagen. Die 90er-Serie ist die Spitzenserie, was die Bildqualität anbelangt. Und der 85er, den gibt es nur als QN90. Die da unterliegenden Modelle, 75, 65 Zoll und so weiter, da gibt es wieder Fachhandelsexklusivmodelle mit mehr Ausstattung, zum Beispiel der zweiten Fernbedienung, wie wir es eben schon mal hatten. Die heißen dann QN93A. Gut, soweit dazu. Kommen wir erstmal zum Gerät als solches. Spannend, Neo-QLED, neue Typenbezeichnung. Was ist das Besondere an dieser Serie? Das ist immer so, wenn du mit einem neuen Begriff
reinkommst, gerade mit einem neuen technischen Begriff wie Neo-QLED. Vielleicht denkt der eine oder andere manchmal, ja, das hat man bestimmt softwareseitig ein bisschen was geändert und schon ist ein komplett neuer Begriff da als Marketingname. Nein, bei dem Gerät ist da wirklich eine komplett neue Technik mit eingebaut. Das heißt, wenn wir dann von klassisch die konventionellen LEDs, die in so einem Fernseher eingebaut sind, wenn wir die als Grundlage nehmen und vergleichen mit den LEDs, die hier in so einem Neo-QLED eingebaut sind, sind wir alleine nur von der Größe ausgegangen 40 Mal kleiner geworden. 40 Mal kleinere LEDs bedeuten dann halt natürlich Raum, Platz für andere Sachen. Natürlich ist das Gerät optisch auch anders, aber wir haben technisch gesehen ganz andere Möglichkeiten, was zum Beispiel eine Lichtsteuerung angeht, was Highlighten angeht, was eine komplett neue Matrix auch bedeutet, was die Lichtsteuerung angeht. Das heißt, letztes Endes sieht der Zuschauer nicht nur optisch, dass das Gerät kleiner und schmaler geworden ist, sondern der sieht aber auch, dass die Qualität der Bilder komplett eine andere geworden sind. Das heißt dann wirklich immer weiter nach oben, was die Bildqualität denn angeht. Ja, also da ist ja der Begriff Mini-LED und Mikro-LED bei Samsung. Mikro-LED sind ja diese derzeit noch unerschwinglich teuren Fernseher, wo die LEDs selber leuchten, die nur sehr groß formatig angeboten werden. Und das hier ist jetzt dieses Mini-LED. Und Mini-LED gibt es ja auch bei anderen Herstellern, aber ich habe irgendwie Vergleiche gesehen, dass die bei euch besonders mini sind, wenn man so will. Ne? Ja. Dazu hast du ja auch eine kleine eine kleine Übersicht habe ich da. Hast du da mitgebracht? Das können wir vielleicht mal kurz zeigen, damit man sich das besser vorstellen kann. Ja, gute Idee, machen wir. Also, wie ich erklärt habe, hier haben wir eine tolle Veranschaulichung, wie diese neue Mini-LEDs aussehen. Wir haben hier zum Vergleich, wir haben 3 Petrischalen. In jeder Petrischale sind die gleiche Anzahl an LEDs drin. Das muss man sich vorstellen. Das sind die konventionellen LEDs, die man kennt. Die Anzahl, es gibt natürlich auch von Mitbewerbern auch eine gute Technik, dass man da auch Mini-LEDs dann eingebaut hat. Man sieht hier wunderbar schon der Vergleich. Wir sind bei der gleichen Anzahl. Das heißt, hier haben wir schon jede Menge mehr Platz in der Petrischale. Und das ist Samsungs Neo-QLED. Wie gesagt, wenn wir das dann vergleichen, sehen wir hier schon einen riesen Schritt nach oben, was die Entwicklung der LED-Technik überhaupt angeht. Umso erstaunlicher, dass die trotzdem diese Helligkeit bringen. Ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Also ich musste erst mal hingucken, ob das irgendwie Unschärfe ist, weil das ja wie so ein Mikroskopfoto aussieht, oder ob das wirklich diese LEDs da gemeint sind. Ja, ich denke mal, damit wird sich auch die Frage nach Dimming-Zonen oder Ähnlichem erübrigt haben. Das ist wirklich eine komplett neue Technik, muss man an der Stelle sagen. Und das Ergebnis sehen wir hier live, ist schon wirklich, wirklich toll. Besonders auch im Zusammenhang mit den anderen Möglichkeiten, die diese Technik bietet. Wir haben ja hier auch ein relativ wenig spiegelndes Display, also weniger spiegelnd als andere Technologien, obwohl es jetzt gerade nicht so aussieht. Wir stehen hier direkt im Eingang, die Sonne knallt rein, aber bei anderen Fernsehern würde man wahrscheinlich jetzt teilweise nur noch sehr wenig erkennen. Wir haben hier eine sehr, sehr hohe Helligkeit von 2000 Nits bei dieser 90er-Serie und wir haben hier eben halt einen sehr, sehr guten Blickwinkel auch, was inzwischen auch bei QLED ja Standard ist. Und natürlich letzten Endes auch den guten Schwarzwert. Absolut. Interessant, was du eben gesagt hast, auch nochmal die neuen Möglichkeiten, die man auch damit hat. Und auch dieser Begriff Dimming, wenn man darüber spricht. Damit ist natürlich viele weitere Sachen sind möglich, wie zum Beispiel Quantum Matrix. Das heißt, wir haben die Lichtsteuerung ganz anders hier mit drin. Damit ist es dann auch möglich, dass das Licht nicht in die Bereiche reinkommt, wo das Licht gar nicht hingehört.
Das ist das Prinzip von Dimming. Ja? Das heißt, hier mit diesen kleinen winzigen LEDs hat man viel, viel mehr Möglichkeiten und das, wie du gesagt hast, auch kombiniert mit der Helligkeit, Antireflexion, so komme ich zum wirklich beeindruckenden Bild. Also nur, dass wir das richtig verstehen, die Anzahl hier ist ja gleich, aber es wurde ja die geringere Größe genutzt, um mehr LEDs hinter dem Display. Also es sind jetzt nicht genauso viele, nur kleinere, sondern es sind entsprechend mehr LEDs als Hintergrundbeleuchtung. Genau. Und das ist auch diese präzise Bildsteuerung dann, das ermöglicht das auch normal halt, das Ganze. Ja, sehr interessant. Und dazu kann ich nochmal sagen, diese Neo-QLED-Technologie findet man in der Typenbezeichnung QN. Das Einstiegsmodell mit dieser Technologie ist der QN85, also die QN85-Serie. Die hat nicht so viel Helligkeit wie die QN90-Serie, nämlich nur 1500 Nits. Das ist einer der Hauptunterschiede meines Erachtens. Und das darunterliegende Modell, was wir ebenfalls ausgelassen haben, ist der Q80. Wie ihr schon gemerkt habt, fehlt bei diesem Q80 das N. Das heißt, das ist kein Neo-QLED, aber es ist zumindest ein Full-Array-LED. Das heißt, er hat eine vollflächige Hintergrundbeleuchtung. Vorteil gegenüber dem Q70, den wir vorhin gesehen haben, der nur aus dem Rahmen beleuchtet. Also die Range ist nochmal von unten nach oben. Q70 haben wir gesehen, Edge-LED. Q80 haben wir nicht gesehen, gibt es aber mit vollflächiger LED-Hintergrundbeleuchtung, konventionelle LEDs. Und dann kommt Q85, QN85, der erste mit Neo-QLEDs und dann kommt Q90, QN90, ich habe es noch nicht drin, entschuldige, QN90, ich hoffe, das kommt irgendwie rüber, was ich da sage, ebenfalls mit Neo-QLED-Technologie. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen. Exakt. Ich wollte gerade sagen, ich bin so begeistert, wie du damit dann umgehst, weil selbst ich stehe da, was war QN80, Q85, war das QN85, aber beeindruckend. Also ich war eben fasziniert, habe gedacht, wow, der Frank ist richtig gut. Irgendwie das Problem ist, dass man noch die Bezeichnung vom Vorjahr so drin hat, die flutschen noch und wir müssen jetzt erstmal umstellen. Aber ich hoffe, ihr habt's. Ansonsten blendet Lukas das bestimmt auch nochmal ein. Ein Fernseher besteht ja nicht nur aus Bild, sondern auch aus Ton. Lass uns mal zum Ton überwechseln als nächstes. Gut. Bei den 2021er Modellen ist zusätzlich zu Active Voice Amplifier und OTS, was wir aus dem letzten Jahr schon kannten, ja noch Space Fit Sound dazu gekommen. Ja. Cooler Name, spacig. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist, um den Sound dann, den Sound Experience noch besser zu machen bei den Kunden. Und zwar, wenn du es ganz genau nimmst, bedeutet jedes Mal, wenn du den Fernseher einschaltest, dass der Fernseher anhand der eingebauten Sensoren einmal die Soundreflexionen misst und dementsprechend die Soundstrahlen oder die Soundqualität denn auch ausrichtet. Was bedeutet das in der Praxis? Warum misst der Fernseher eigentlich jeden Tag, jedes Mal, wenn du das einschaltest? Weil in dem Wohnraum oder in dem Platz, wo der Fernseher dann auch aufgestellt worden ist, selbst da ändern sich auch bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Vorhang auf, Vorhang zu. Und schon hast du eine andere Schallreflexion dabei. Und das beeinträchtigt auch natürlich dann auch diesen Klang und das macht der Fernseher. Das heißt, jedes Mal, wenn du den Fernseher einmal einschaltest, er misst nochmal die Strahlen, stellt die Lautsprecher oder die Soundstrahlen genau darauf ein, sodass den Zuschauer oder in dem Fall besser gesagt Zuhörer in dem Fall wirklich dann genau den perfekten Klang auch miterlebt. Also das bestmögliche Ergebnis für die aktuelle Raumsituation, auch wenn man mal umgebaut hat oder ähnliches. Genau. Wir als HiFi-Fans wissen auch sehr wohl, was Raumakustik ausmacht und ein und derselbe Fernseher klingt in unterschiedlichen Räumen auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Nun wechselt man nicht immer den Raum, aber es ist tatsächlich auch ein Unterschied, ob man Vorhang auf, Vorhang zu hat oder wie viele Leute gerade im Raum sind. Das macht sich tatsächlich bemerkbar und es ist nichts, was irgendwie kompliziert einzustellen ist. Das macht der Fernseher einfach als Benefit
im Hintergrund automatisch. Exakt, das passiert, wie du gesagt hast, wirklich dann komplett automatisch. Ich muss nicht auf irgendwas drauf Acht geben. Das geht sogar so genau, das heißt, selbst der Abstand vom Fernseher bis zur Wand, selbst wenn du den Fernseher verschiebst, umdekorierst zu Hause, umstellst, selbst diese Faktoren werden damit berücksichtigt. Also der beste Fernsehton ist natürlich irgendwo durch die Maße, die einem an Volumen zur Verfügung stellen, limitiert. Man darf da keine Wunder erwarten, deswegen gibt es eine breite Palette an Soundbars. Und Samsung hatte ja letztes Jahr mit dem Q Symphony Programm, sag ich mal, etwas gemacht, was andere so noch nicht haben, nämlich, dass die Soundbar in einer Art Symphonie, also zusammen mit den im Fernseher eingebauten Lautsprechern fungiert. Das war letztes Jahr nicht mit jedem Fernseher möglich. Das ist bei den 2021er Modellen prinzipiell erst mit jedem Fernseher möglich. Es muss aber auch die Soundbar können. Das ist eigentlich das Entscheidende. Beim Kauf der Soundbar muss man darauf achten, dass es eine Soundbar ist, die Q-Symphony unterstützt. Exakt. Genau. Das heißt, in dem Augenblick, wenn du das denn hast, tatsächlich ein Q-Symphony Soundbar, hat man nicht nur OTS, was du gesagt hast, auch diese Q-Symphony heißt ja OTS, die Übertragung an die Soundbar. Die Information. Also OTS heißt Object Tracking Sound. Genau, ne? sehr gut. Die unser letztjähriges Video nicht gesehen haben. Ich werde fragen, du bist immer sehr fit immer mit diesen Begriffen. Das heißt, selbst die Information, was wir eben bei Space Fit Sound gesagt haben, das heißt die Informationen über Soundreflexion, diese Informationen werden auch an die Soundbar weitergeleitet. Dementsprechend stellt sich auch die Soundbar auch drauf. Also auch eine Soundbar von Samsung profitiert von dieser neuen Einmesstechnologie Space Fit Sound. Genau. Jetzt ist es so, dass so ein Fernseher auch natürlich eine ganze Menge Leistung erbringen muss. Streaming auf der einen Seite, dann die Berechnung der Bilder auf der anderen Seite, Raumeinmessung etc. etc. Im vergangenen Jahr hat der eine oder andere sich so ein bisschen beklagt, dass vielleicht der Fernseher eher etwas langsamer geworden ist vom Handling her als frühere Modelle, die vielleicht etwas weniger Features hatten. Den Eindruck kann ich dieses Jahr absolut nicht bestätigen. Also eher wieder schneller geworden. Das ist richtig. Aber der Eindruck war schon richtig. Das hatte ich auch mal gehabt. War minimal ein bisschen langsam, aber du hast es auch dann halt wirklich sehr gut begründet. Das ist auch die offizielle Begründung. Das ist immer mehr technisch geworden, das Ganze. Dieses Jahr sind wir wieder auf dem Niveau, wo man dann sagen, okay, Smart TV auf diesen Geräten ist das Schnellste, was du hast. Das heißt, sobald du mit der Fernbedienung anfängst, dann loszuspielen, verschiedene Apps dann aufzurufen oder Bildeinstellungen oder, ist man sofort bei der Sache. Und direkt nach dem Einschalten muss man sagen, ist der Fernseher bemüht, so schnell wie möglich Bild und Ton zu liefern. Und da werden vermutlich im Hintergrund noch 2, 3 Prozesse geladen. Das heißt, am Anfang ist es eben so, dass er vielleicht kurz nach dem Einschalten noch etwas träger reagiert. Und wenn die Prozesse alle da sind, dann wird er noch schneller. Exakt. Ist wie ein Smartphone, was du einschaltest, oder wie ein Rechner, den du einschaltest. Genau. Am Anfang hörst du diesen Ton, dann siehst du ein Bild, dann rattert da im Hintergrund. Gut, Gott sei Dank dauert das bei dem nicht so lange wie ein Smartphone oder PC, aber vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Also diese Q90, Q93 Serie, jetzt sage ich wieder QN 9093 Serie, ist bildtechnisch ja schon das Spitzenmodell 4K, wenn wir so wollen. Nein, nicht wenn wir so wollen, es ist Spitzenmodell 4K. Was aber noch eine Samsung-typische Ausstattungsvariante ist, ist diese externe One Connect Box. Und die ist der QN95 Serie vorbehalten. Genau. Wenn ich noch einmal QN vergesse, dann schmeiße ich 5 Euro. Und die Serie, die sehen wir uns jetzt an. Hier sind wir jetzt bei dem QN95. Das ist praktisch das Gerät, wie eben angekündigt, mit der gleichen Bildqualität wie der QN90/QN93, allerdings mit der berühmten One Connect Box von Samsung. Und die ist dieses Jahr neu. Ja, die ist dieses Jahr neu, beziehungsweise das Prinzip kennen wir.
Die wurde dann komplett neu überarbeitet, was das Visuelle, was das Optische dann anbetrifft. Wir haben hier 3 Möglichkeiten und sehr gut dargestellt, wofür ich das alles nutzen kann. Sprich, wenn ich denn meinen Fernseher an der Wand habe, Kabel in Wand, also In-Wall montiert habe, die One Connect Box, die kann man auch hier wunderbar sehen, ist schmal, also nicht mehr so hoch, die ist dünner geworden. Es sieht einfach hübscher aus. Die kann ich auch offen einfach irgendwo hier auf eine Oberfläche lassen. Oder genau den Fall haben wir hier, dass es dann auf so einem Lowerboard steht, direkt unter dem Fernseher, weil es auch tiefer ist, passt auch hier direkt darunter. Oder aber auch In-Wall Storage, dass ich das dann anlegen kann. Das Prinzip ist gleich geblieben, aber halt die Optik wurde überarbeitet und sieht auch natürlich sehr viel ansprechender aus. Also der Gedanke hinter dieser One Connect Box ist eigentlich ja immer gewesen, dass ich nicht alle Kabel zum Display führen muss. Das hat Samsung in Perfektion gelöst. Man muss nicht mal Strom oder Antenne zum Display führen. Und wenn man mal nachträglich etwas an- oder abstöpseln möchte, ist oftmals die externe One Connect Box besser erreichbar als das Display, wenn es fest an der Wand montiert ist. Das ist eigentlich der große Vorteil von dieser Lösung. Kostet einen kleinen Aufpreis gegenüber der normalen QN90 und 93 Variante, ist in den Fällen, wo es gebraucht wird, aber Gold wert. Kann man einfach so sagen. Und ich bin froh, dass es das weiterhin so gibt. Absolut. Finde ich auch richtig, dass der Kunde auch die Wahl hat. Wenn er sagt, ich möchte die Bildqualität QN90 oder 95, wenn wir die Bildqualität miteinander vergleichen, die sind identisch. Aber wenn man sagt, okay, ich habe genau so eine Situation mit In-Wall Storage oder wie auch immer, dass ich dann halt die Box separat platzieren möchte und der Fernseher soll total clean irgendwo ganz einfach als ein Display nur dastehen, dann kann der Kunde dann sagt der Kunde, ja, wie du gesagt hast, Gold wert ist das Ding, dann kann ich da auch auf die Lösung dann zugreifen. Aber selbst wenn man sich dieses Teil als Option offen halten möchte, wenn ich es jetzt hier offen auf den Tisch stelle, sieht es, das muss ich wirklich sagen, wesentlich hochwertiger aus als die One Connect Box der vorherigen Generation. Genau, die müsste man verstecken. Die habe ich auch immer versteckt. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe genau den Fernseher auch zu Hause. Bei mir habe ich auch die Lösung, weil ich gesagt habe, ich muss die Box nicht mehr verstecken. Die kann auch wunderbar genauso wie hier stehen. Das ist ja schon ein richtiger Verkäuferspruch. Ich habe den Fernseher auch zu Hause. Habe ich auch wirklich. Dabei bist du gar kein Verkäufer. Ja, an diesem Fernseher wollten wir noch 1, 2 Samsung-spezifische Sachen zeigen, die nicht spezifisch für dieses Produkt sind, sondern eigentlich bei der gesamten QLED-Serie dabei ist. Da geht es mir um das Thema Apps. Wird immer wichtiger. Samsung hat ja wirklich die absolute Vollausstattung, was Apps anbelangt. War, glaube ich, die ersten, die Apple AirPlay 2 und HomeKit drin hatten und viele, viele andere Sachen. Es sind jetzt seit dem letzten Jahr 2 neue Apps dazugekommen, wenn ich das richtig weiß. Das eine ist Magenta TV. Ja. Sehr spannende Sache, ist dadurch ermöglicht worden, unter anderem auch, dass die Telekom ihr System auch für andere Internetanbieter und für App freigegeben hat. Ja. Ich schalte hier schon mal kurz um auf die Apps. Da sind sie. So. Ja, also Apps, wie gesagt, ein ganz großes Thema und als Marktführer kann man, glaube ich, so sagen, werdet ihr natürlich auch gut supported von den ganzen Anbietern. Ein ganz interessanter Punkt ist hier das Thema Sky. Bei vielen Fernsehern ist Sky Ticket drin. Das heißt, ich kann einen Film bei Sky auf Bezahlung buchen und mit dem Fernseher ansehen. Bei euch ist es aber auch noch die Sky Q App drin. Ja. Was bedeutet das für mich? Das finde ich wirklich eine der interessantesten Apps, die wir haben. Wenn man das startet, sieht man, kann man vielleicht hier unten so sehen, das ist schon so die Oberfläche von einem Sky Q Receiver. Das heißt, du hast die wirklich so mal eine ähnliche Oberfläche, die gleiche Oberfläche.
hast Zugriff nicht nur auf einen Film oder auf eine Serienstaffel oder wie auch immer, sondern du hast genau Zugriff auf das gesamte Sky-Programm. Das heißt, du kannst Filme live schauen, also wenn das eine Fußballübertragung ist, kannst du es dann live direkt da sehen, kannst aber auch gleichzeitig dann in dem Augenblick den umschalten auf ARD oder ZDF direkt in der Oberfläche. Und das finde ich auch ganz gut. Und das Beste daran ist, ja, mit einem Receiver kannst du auch aufzeichnen. Du hast eine Festplatte in diesem Sky Receiver. Das kannst du hier nicht über Sky Q App. Du kannst keine Aufzeichnung machen. Was du aber in meinen Augen nicht so unbedingt, ich sehe das nicht so wichtig, weil du hast durch diese On-Demand-Geschichte bei Sky, hast du ja schon fast alles im Streaming-Bereich und musst ja so gut wie nichts mehr aufzeichnen. Also das heißt, der Sky Blockbuster oder die Serie kann ich ja sowieso starten, wann ich will. Wozu soll ich sie dann aufnehmen? Das muss eigentlich nicht sein. Also wir haben hier im Grunde den Sky Receiver wirklich eingebaut, was ein merklicher Unterschied zu Sky Ticket ist, wo ich mir einen Film kaufen kann. Bei Sky kann ich hier mein Sky Abonnement abbilden. Genau. Und das unterstützt Samsung ja auch mit den Made for Germany Modellreihen. In diesem Fall sind wir jetzt bei 2021. Da gibt es immer je nach Modelltyp mehrere Monate kostenlose Probe, zum Beispiel von Sky, aber auch von anderen Anbietern wie HD+, wie Waipu TV. Das müsste man bei dem einzelnen Produkt einfach mal nachsehen, wie da gerade das Angebot ist. Und da kann man das ohne nennenswertes Risiko einfach mal ausprobieren. Absolut. Und genau bei dem Paket zu bleiben, auf dem Gerät, was du dann halt eben auch, was wir hier stehen haben, ist Magenta TV, ist auch in diesem Paket Made for Germany mit enthalten. Mal hinblättern. Ach, genau. Magenta TV ist sogar dabei. Ist sogar dabei. Made for Germany. Ja. Okay. Das heißt, da kann ich auch Magenta TV. So ähnlich wie Sky, ich brauche keinen Receiver mehr. Dadurch, dass ich dann auch mit der Telekom, also ich bin dann nicht mehr direkt an einem Anbieter gebunden. Ich bin frei in meiner Auswahl, was meinen Internetanbieter angeht. Ich kann irgendeinen x-beliebigen Internetanbieter haben, kann dann gleichzeitig dann Magenta TV installieren. Und so ähnlich wie Sky habe ich das. Jetzt kommt noch mal in meinen Augen noch vielleicht ein bisschen Vorsprung für Magenta TV, weil du hier mit dem Magenta TV, wenn du das denn nutzen möchtest, hast sogar noch mal diese Cloud-Speicherplatz. Das heißt, du kannst da auch Sendungen aufnehmen, die du dir dann später dann halt anschaust, ohne dass du eine Festplatte oder sonst was direkt hier an den Fernseher anschließen musst. Ja, besonders natürlich interessant für die Leute, die gar keinen klassischen Antennenanschluss haben, die sozusagen über Internet, Magenta TV, lineares Fernsehen gucken und das dann in der Cloud aufzeichnen können. So weit sind wir schon heutzutage. Hängt natürlich auch immer ein bisschen von dem Abo ab. Wie gesagt, für Sky, für Magenta ist zwar ein Probeabo enthalten, dass man das mal testen kann. Wenn man das langfristig nutzen will, muss man dann aber an die entsprechenden Anbieter Geld bezahlen. Genau. Ja, wir haben jetzt diesen Fernseher einfach mal genutzt, um noch 2, 3 Sachen zu erklären, die bei Samsung durchaus weit verbreitet sind, aber nicht unbedingt bei anderen Herstellern. Das Beste haben wir uns für den Schluss aufbewahrt. QN900A, das neue Spitzenmodell, 8K, da gehen wir jetzt hin. Und seitdem du dann gesagt hast, ich schmeiße einen Euro ins Glas, wenn ich die Namen dann verwechsel, ist mir aufgefallen, funktioniert. Ich bin geizig. Das wird nicht mehr gemacht jetzt. Super. Ist vorbei. Cool. Da ist es, das 2021er Spitzenmodell, hier in der Bildschirmgröße 75 Zoll. Es ist der GQ75QN900A. Wieder 1 Euro gespart. Und es ist so, dass wir das Infinity Design ja schon vom Vorjahresmodell her kennen, aber es ist immer noch faszinierend, wenn man sieht, wie weit das Bild wirklich an den Rand heranragt. Ich hätte jetzt gedacht, dass Neo QLED dieses flache Design ermöglicht, aber da es letztes Jahr schon gab, war das wohl nicht der ausschlaggebende Punkt. Unter dem Spitzenmodell 8K rangiert noch der 800er, die 800er-Reihe, für denjenigen, der sagt, 8K hätte ich schon gern, aber ich muss jetzt nicht das teuerste Modell haben.
dieser Spitzenfernseher 900er Serie hat zusätzlich noch OTS Pro. Und was hat er noch? Und den Prozessor, den wir haben. Neo Quantum Prozessor 8K. Jetzt habe ich auch einen Euro gespart. Den hat aber auch der 800er. Der 800er hat ihn noch. Das ist aber grundsätzlich auch ein Riesenmerkmal im Vergleich zu vorjährigen Modellen. Okay, kommen wir nochmal einen Schritt zurück. Also die Unterschiede vom 800er zum 900er, da wäre noch zu nennen die One Connect Box auf jeden Fall, die bei diesem Fernseher 900 dabei ist. Und Helligkeit, HDR 4000, ja. 4000 bei den 75 und 85ern, 3000 bei den 65 Zoll Geräten. Ja. Die 800er Reihe hat 2000er Helligkeit. Genau. Und den Sound hast du ja OTS Pro hast du ja schon angesprochen. Hatte ich gesagt. Ja. Prozessor neu in diesem Jahr gegenüber vorherigem Jahr haben beide 8K-Geräte. Dieser Prozessor ist auch nur den 8K-Geräten vorbehalten. Die gibt es nicht in den 4K-Geräten. Nee, das ist richtig. Jetzt haben wir letztes Jahr schon über den Prozessor gesprochen, dass der so toll ist. Ja. Und was konnte man denn da überhaupt noch verbessern? Der ist noch toller, um es kurz auszusprechen. Nein, prinzipiell muss man sich das so vorstellen, wenn wir hier bei dem 8K-Gerät über einen Multi-Intelligenz-Prozessor sprechen, nämlich diese künstliche Intelligenz, die da im Hintergrund dieses Hochskalieren der Bilder ermöglicht. Wir haben nicht nur einfach nur mehr Prozessorleistung, weil das ist ja wirklich fast jedes Jahr, ach, wir haben hier so und so viel Taktung mehr. Und nein, das geht nicht darum. Das geht darum, dass da wirklich mehrere NPUs gleichzeitig mitarbeiten, also Neuralprozessoren, die genau dafür zuständig sind, dass die Bilder, dass die künstliche Intelligenz bei der Hochbearbeitung der Bilder einfach deutlich präziser arbeitet. Und gleichzeitig dadurch, wir haben ja vorhin auch ein bisschen über Neo-QLED gesprochen, also über Neo-LEDs, die dann da sind, die brauchen auch eine andere Lichtsteuerung, eine präzisere Lichtsteuerung, da wir hier auch von einem Neo-QLED sprechen. Das heißt, da kann der Prozessor auch deutlich präziser die Lichtstreuung und Steuerung hier dann übernehmen. Also im vergangenen Jahr war es wie heißt das? NPU? NPU, ja. NPU, und in diesem Jahr sind es mehrere, vergleichbar mit Art Multicore, mehrere Rechenprozesse gleichzeitig, die dafür sorgen, dass die Skalierung, wie man das auch immer nennen will, Interpretation noch realistischer vonstatten gehen kann. Ja, das ist auf alle Fälle hier mit dem Demo-Content ohnehin schon beeindruckend, aber die Diskussion 4K, 8K, brauche ich das überhaupt? Da hat sich im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich nicht viel dran geändert. Also es wird Leute geben, die sagen, das ist Quatsch und bei der Größe und hin und her. Und es gibt Leute, die sagen, wir hatten die gleiche Diskussion bei HD Ready, Full HD und 4K. Das überlassen wir jedem selber, ob man es braucht oder nicht. Kommen wir nochmal zu dem Ton, dieses OTS Pro, was ja einzig und allein nur die 900er Serie hat. Was ist da nochmal besonders dran? Alleinstellungsmerkmal von dem QN900er. Das bedeutet, dass wir zusätzlich, wir haben ja gelernt, dass wir dann diese OTS und OTS Plus und so weiter haben, sprich, wir haben mehrere Lautsprecher, die auf der Rückseite des Gerätes platziert sind und dementsprechend einen dreidimensionalen Sound erzeugen. Bei dem ist es ja so, dass wir über OTS Pro sprechen, nämlich zwei zusätzliche Hochtöner, die dann nochmal mit eingebaut sind, sodass die Sprachverständlichkeit einfach deutlich verbessert wird. Das ist auch etwas, was man sagt, wow, das merkt man auch, wenn man da die so Dialoge auf dem hört. Das ist auch ein sehr deutlicher, in meinen Augen ein großer Improvement. Ja, jetzt haben wir hier eine einfache Soundbar noch mit hingelegt. Die gehört natürlich nicht zu dem Fernseher. Das war jetzt einfach nur mal als Beispiel gedacht. Ich denke mal, was wir noch gar nicht so richtig berücksichtigt haben, sollten wir jetzt noch mal thematisieren, das Thema Gaming. Das ist ja ein riesiger Markt, ist im Moment in aller Munde mit den neuen Spielekonsolen. Und bei Samsung ist es so, dass ja die schnellen HDMI-Schnittstellen bei den teureren Modellen komplett vorhanden sind. Bei den Einsteigergrößenordnungen muss man schauen, ist es meistens die 4. Aber Samsung hat sich ja noch andere Sachen ausgedacht bzw. eingebaut, die
so in der Form in anderen Geräten Ja. nicht vorhanden sind. Exakt. Und die schauen wir uns mal jetzt an. Bin gespannt. Ja, wir hatten über Gaming gesprochen, riesen Community. Ich muss auch zugeben, ich bin auch kein großer Gamer. Ich muss mir das auch alles erklären lassen und am besten lasse ich mir sowas zeigen. Aber was ich kenne schon mal, ist einmal dieses Ultraweit-Bildformat, was wir haben. Das heißt 32:9, es gibt ja diese 32:9 Monitore, die extra für Gamer da sind. Dieses Format kann ich jetzt abbilden auf den Q-Geräten von diesem Jahr. Das heißt, ich habe ja einfach, was bringt mir das als Spieler? Ich habe einfach mehr Sichtweite. Das heißt, ich habe einfach viel mehr vom Spiel, was ich hier sehe. Zusätzlich habe ich auch die Möglichkeit, dass ich sage, hier unten lasse ich bestimmte Informationen nochmal mir zeigen. Sprich, ich habe Platz für Informationenbereich und einmal Kontrollbereich, was ich hier habe. Im Informationsbereich sehe ich so Angaben wie Input Lag, FPS haben wir drüber vorhin gesprochen, HDR ein und aus. Input Lag, auch für die Gamer, super wichtige Angabe, wenn wir drüber sprechen. Das heißt, wir sind bei dem Gerät bei 9,8 Millisekunden. Das ist ein Mischwert, das ist ein absoluter Spitzenwert, den wir erreichen können. Das ist für einen Gamer, das ist ja wie, du hast ja 500 PS da unter deiner Haube. So ein starkes Gerät ist das. Gleichzeitig kann ich aber... Darf ich da kurz was zwischenfragen? Bei den Monitoren, ich habe gerade für meinen Sohn einbestellt, da steht immer was von 1 Millisekunde oder noch drunter. Sind die schneller oder ist das nur ein anderes Messverfahren? Monitor ist grundsätzlich immer schneller, zusätzlich als ein Fernseher, ja. Zusätzlich kommt aber auch genau was da eben da gesagt worden ist, andere Angaben. Es gibt Hersteller, die auch mal andere Angaben machen. Ein Bild baut sich immer schneller auf, aber langsamer ab. Nun, nimmst du den Wert, also den Bildaufbauwert, dementsprechend hast du einen sehr geringen schnellen Wert. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, wer welche Firma was macht, das weiß ich auch nicht, aber unterschiedliche Messverfahren gibt es. Wir geben den Mischwert an, das heißt sowohl Bildaufbauzeit als auch Bildabbauzeit, nämlich die Abbauzeiten von den Graustufen, was dann halt deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, das sind schon echte realistische Angaben. Ja, aber ich glaube, der Monitor von deinem Sohn ist für Gamer ausgelegt, ist auch ein Gamer-Monitor und das ist dann dafür ausgelegt. Aber er ist nicht 75 Zoll, man kann damit nicht Fernsehen und wir müssen ja Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Das heißt, wenn wir Fernsehen miteinander vergleichen, ist es ein Spitzenwert und damit sehr gut geeignet. Das muss man ja da sagen. Ja. Jetzt habe ich dich durcheinander gebracht. Nee, alles gut. Also ich kann auch natürlich dann halt durch meine Fernbedienung die Position des Bildes dann halt auch ändern. Das heißt, dieses 32:9 Format, was ich hier oben sehe, kann ich sagen, okay, ich möchte das weiter nach unten bringen, weil vielleicht hängt der Fernseher zu hoch oder ich sitze zu niedrig auf meinem Gamer-Sessel oder wo auch immer. Das kann ich wunderbar auch hier dann steuern. Ich kann mein Bluetooth-Headset da direkt koppeln. Das heißt wirklich, ich muss nicht meine Gamer-Szene oder hier mein Bild verlassen, in Einstellung zu gehen, um irgendwas zu machen, sondern ich habe die Möglichkeit, alles hier direkt im Überblick zu behalten und gegebenenfalls auch die Einstellungen dann direkt mit der Fernbedienung hier im Bild zu ändern, ohne das Spiel zu verlassen. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Was ich noch gerne mit dir besprechen würde, ist das Thema HDR-Formate. Da gab es auch diverse Nachfragen. Es gibt ja eine Fülle von verschiedenen Formaten. Samsung setzt ja auf HDR10 Plus und das ist auch nochmal wieder weiterentwickelt worden in diesem Jahr. Kannst du uns dazu auch nochmal eine Auskunft geben? Ja. Das liebe ich hier, weil da wirklich so viel Know-how hier platziert ist. Das merke ich. Du bist der Erste, der mir diese Frage wirklich gezielt stellt. HDR10 Plus Adaptive heißt das Neue, was wir haben. Das heißt, wir haben an dem Standard HDR10 Plus festgehalten, weil wir merken, okay, das wird produziert, sehr viel produziert. Der Kunde hat auch seine Vorteile davon. HDR10 Plus Adaptive heißt, dass die HDR-Werte, nämlich das, was ich in meinen Graustufen oder in Schwarzstufen oder Helligkeiten habe, je nachdem, wie hell meine Umgebung ist, wie hier Scheinwerfer oder Licht direkt über dem Display hängt oder wie hell die Raumbeleuchtung ist, ob die Sonne reinschaut oder wie auch immer, dementsprechend ändern sich auch die Lichtverhältnisse. Sprich, der Fernseher passt diese HDR-Werte 100% der Raumbeleuchtung an.
Für mich heißt es als Zuschauer, ich muss auch nicht sagen, oh, das ist jetzt zu hell, auch wenn da mal eine extrem helle Szene in der Nacht, wo es dann alles abgedunkelt ist, gezeigt wird. Das ist der neue Standard. Das finde ich sehr gut, weil oftmals werden wir nach solchen Sachen gefragt und die Leute fragen uns dann auch zum Beispiel nach Kalibrierung. Und es ist ja immer schön und gut, ein Standard hin und her, aber wenn ich eine individuelle Wohnsituation habe, beim einen ist es hell, der guckt vielleicht sogar im Wintergarten, beim nächsten ist es irgendwie im dunklen Raum. Das kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Und insofern sind diese Adaptive-Sachen eigentlich immer sehr, sehr gut. Aber wo ich jetzt gerade noch das Thema Kalibrierung angesprochen habe, da ist es ja so, dass Samsung ja die Displays jetzt inzwischen schon kalibriert ausliefert. Das finde ich auch extrem cool. Ja. Wie kommt das? Und bei welchem Fernsehen ist das dabei? Ja. Nur bei dem? Nee, das ist ab der QN90er Serie dabei. Ja. Klar, wir verstehen auch, ich finde das persönlich auch gut. Ich glaube, es gibt Länder, in denen das als mit angeboten wird, wenn du ein bestimmtes Gerät kaufst, dass das noch mit kalibriert wird. Ansonsten kostet das 300-400 €, je nach Land, je nach Modell, wo auch immer. Diese Option gibt es weiterhin, wenn du dann sagst, okay, ich kaufe aber einen Fernseher für ein paar tausend €, einen hochwertigen Fernseher, dann möchte ich aber auch als Kunde, als Zuschauer, dass dieses Service noch mit inkludiert ist. Das heißt, ab QN90, das heißt QN95 oder auch QN900er, die sind schon in diesem Filmmaker-Modus, ist schon drin, beziehungsweise sind schon out of the box kalibriert. Und so kann der Kunde direkt, wenn er adaptiv noch einschaltet, dann variiert das auch je nach Lichthelligkeit. Also perfektes Bild. Ja, also ich denke mal, einige Anreize auf jeden Fall für die Geräte. Und ich würde sagen, das war's für heute, was die Technik anbelangt. Eine Sache möchte ich noch hinzufügen, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Samsung möchte sich ja aufgrund der großen Stückzahlen, die sie verkaufen, auf alle Fälle auch verantwortlicher für die Umwelt zeigen und nachhaltiger zeigen. Einige Sachen liegen auf der Hand. Recycelbare Materialien, wenig Schadstoffe. Allein die Anzahl der Batterien, die durch die neuen Fernbedienungen gespart werden, sind schon gut. Kleinigkeiten, die einem gar nicht so auffallen, sind aber auch sehr, sehr nützlich. Bei den Fernsehern 2021, wo keine Wandhalterung enthalten ist, passt bei allen vom 43 Zoll bis zum 85 Zoll QN900er Serie der gleiche Wandhalter. Für uns einfach, wir haben nur eine Sorte Wandhalter auf Lager und man hat weniger Sachen, die irgendwie produziert werden und dann möglicherweise gar nicht genutzt werden. Solche Sachen finde ich, absolut. Da können sich andere Hersteller dran orientieren. Das hat Samsung super gelöst. Ja, Ali, es hat wie immer riesen Spaß gemacht. Danke. Toll, dass du da warst. Und ich hoffe, wir können diese kleine Reihe ein bisschen fortsetzen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt langsam aber sicher von den Zuschauern. Und von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, auch von meiner Seite aus danke an euch nochmal. Macht wie immer Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Kommen wir zum Abschluss noch einmal zu dem versprochenen Angebot. Wenn ihr so einen wunderbaren Samsung The Frame Fernseher bei uns kauft, bekommt ihr bis zum 30.06. einen Rahmen, einen Dekorrahmen in der Farbe eurer Wahl, passend zur Bildschirmgröße. Dazu bitte einfach in dem Auftragsformular von unserem Webshop im Textfeld hinzufügen, welchen Rahmen ihr gerne hättet. Und wenn ihr ein Gerät aus der regulären QLED-Baureihe von Samsung bei uns kaufen würdet, dann haben wir hier wieder für euch diese schönen Wunscherfüller-Gutscheine. Und zwar der Wert variiert in Abhängigkeit vom Kaufpreis. Für Geräte bis 1.000 € hat der Gutschein dann einen Wert von 50 €. Bis 2.000 € Kaufpreis des Gerätes bekommt ihr 100 € Gutschein, 3.000 € 150 und so weiter und so fort. Den Gutschein könnt ihr dann einlösen für Sachen, die ihr noch gebrauchen könnt, zum Beispiel eine Wandhalterung oder eine Soundbar oder ähnliches, zumindest eine Anzahlung dafür.
Ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euren nächsten Kauf bei uns tätigt. Für heute möchte ich mich von euch nochmal verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, dass euch unser Video gefallen hat. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal auf YouTube bzw. aktiviert noch die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video von uns online geht. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund. Tschüss aus Rellingen.